Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sportstech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn eine neue Phoenix-Serie herauskommt, dann freut mich das immer, denn auf der einen Seite habe ich dann wieder Material für neue Videos und auf der anderen Seite bin ich persönlich natürlich neugierig, welche neuen Funktionen auf die Uhren kommen bzw. wie die Modelle aussehen. Es gibt aber eine Serie, auf die ich mich noch mehr freue, und zwar auf die Tactics-Serie. Nicht, weil ich die ganzen taktischen Funktionen brauche, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass die Modelle noch besser ausschauen und ja, das grüne LED-Licht ist halt auch cool. Umso mehr freut es mich natürlich, dass mir Garmin dieses Jahr gleich zwei Modelle zum Testen zur Verfügung gestellt hat. Auf der einen Seite das Solarmodell mit dem MEP-Display und auf der anderen Seite das Modell mit dem AMOLED-Display. Ich habe beide Uhren jetzt einige Zeit getestet und werde euch in meinem heutigen Video erklären, was sie alles können, welche taktischen Funktionen es auf den Uhren gibt und wie gut die GPS- und Pulsmessung ist. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Die Tactics 8 gibt es in mehreren Varianten. Die AMOLED-Version gibt es in zwei Größen, 47 und 51 mm. 47 mm kosten 1399,99 und die 51 mm Ausführung 1499,99. Solar gibt es nur in einer Größe, und zwar 51 mm. Dieses hat das besagte MEP-Display und einen Solarring. Sie kostet 1499,99. Es gibt aber auch eine Solar Elite Version, ebenfalls in 51 mm. Diese kostet 1699,99. Hier liegt der Unterschied darin, dass in der normalen Version zwar der Ballistikrechner inkludiert ist, aber nur in der Ultralight-Version und in der Elite-Version eben der Applied Ballistics Elite-Rechner. Der dient einfach dazu, dass man erweiterte Lösungen für die Berechnungen von Korrekturen bei weiten Schussentfernungen erhält. Die Größen haben wir bereits angesprochen. Es gibt 47 und 51 mm Gehäusedurchmesser. Ich habe die 47 mm Tactics 8 nicht. Ich habe aber die Phoenix 8, um euch einfach zu zeigen, wie sich das Ganze von der Größe her verhält. Hier haben wir 51, 51 und 47 mm. Die kleinste Version ist auch die dünnste. Diese hat 13,8 mm. Die AMOLED-Version kommt auf 14,7 mm. Und die Solar-Variante ist die dickste mit 15,4 mm. Sollte für euch also auch die Dicke der Uhr entscheidend sein, dann sollt ihr wissen, dass die Solar-Version dicker ist als die AMOLED-Variante. Aber auch beim Gewicht gibt es Unterschiede. Die kleinste Version wiegt 73 Gramm, die größeren Modelle bringen 92 bzw. 95 Gramm auf die Waage. Ansonsten ist hier noch zu erwähnen, dass die Lünette bei der AMOLED-Version etwas dicker ist als bei der Solar-Variante. Auch seitlich sieht man hier einen kleinen Unterschied bei der Lünette. Wo es aber keine Unterschiede gibt, ist bei den Materialien. Lünette und Gehäuserückseite bestehen aus Titan mit einer DLC-Beschichtung, was natürlich für eine hohe Kratzfestigkeit und Robustheit sorgt. Das restliche Gehäuse besteht aus verstärktem Kunststoff und das Display ist bei allen Varianten durch Saphir geschützt. Die Wasserdichtheit ist ebenfalls identisch, die Uhren sind bis zu 100 Meter wasserdicht und bis zu einer Tiefe von 40 Meter kann die Tauchfunktion genutzt werden, mehr dazu dann später. Eine weitere Besonderheit der Tactics-Variante ist, dass die integrierte Taschenlampe nicht so wie bei der Phoenix 8 Serie ein rotes Licht, sondern ein grünes Licht hat. Wichtig zu erwähnen ist, dass bei allen 51 mm Varianten das Nylon-Armband dabei ist, plus ein Silikonarmband. Das Ganze gibt es bei der kleinsten Variante, also bei der 47 mm Variante, nicht. Hier kommt die Uhr nämlich nur mit einem Silikonarmband. Das, wie gesagt, ist jetzt nur die Phoenix 8, aber bei der Tactics 8 sieht das Band dann ebenfalls so aus, aber halt dann in schwarz. Was die Akkulaufzeit betrifft, bieten alle Modelle eine mehr als ausreichende Leistung. Im Prinzip bieten sie die gleichen Laufzeiten wie ihr Phoenix 8 Pendant. Ich möchte euch jetzt nicht jede Zeile einzeln vorlesen, ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne das Video an der Stelle pausieren, wenn ihr euch mehr Details anschauen wollt. Man kann hier insgesamt sagen, dass die Tactics 8 ausgezeichnete Werte bei der Akkulaufzeit liefert. Zumindest auf Papier liest sich das Ganze sehr gut, in der Realität hängt es natürlich immer von der persönlichen Nutzung ab. Deshalb kann ich euch natürlich nur meine persönlichen Werte sagen.
Die Tactics 8 in 47 mm habe ich zwar nicht zur Verfügung, aber ich habe, wie gesagt, die Phoenix 8 in 47 mm und kann ich zumindest sagen, wie lange ich hier mit einem vollen Akku auskomme. Und zwar ist das in der Regel bei mir 8 bis 10 Tage. Die 51 mm Varianten haben auch den gleichen Akku verbaut wie die Phoenix 8 Versionen und hier schaffe ich in der Regel 14 bis 16 Tage, egal ob ich jetzt die Solar-Version oder die AMOLED-Version nutze. Bei der AMOLED-Version muss ich aber dazu sagen, dass ich hier im Alltag das Always-On-Display deaktiviert habe und bei Aktivitäten aktiviert. Wahrscheinlich könnte ich noch 2 bis 3 Tage auskommen, aber bei mir ist es meist so, dass ich so bei 15 bis 20% Restladung den Akku dann wieder neu auflade. Ich persönlich trainiere 5-mal die Woche, ich gehe 2-mal davon laufen, das heißt das GPS wird bei mir circa 2 bis 4 Stunden pro Woche genutzt. Bei diesen GPS-Aktivitäten konnte ich einen Akkuverbrauch beim kleinen Modell von ca. 2 bis 4% pro Stunde beobachten, je nachdem, ob ich jetzt die Karten genutzt habe oder ob ich nur auf den Datenseiten war. Bei den 51 mm Versionen war der Akkuverbrauch bei mir zwischen 1 und 3%. Auch hier ist natürlich ausschlaggebend, ob ich Navigation nutze, viel auf der Kartenseite bin oder ob ich ganz normal laufen gehe und nur die Datenseite nutze. Hier muss ich aber auch dazu sagen, dass wir momentan Winter haben und ich davon ausgehe, dass im Sommer, wenn wirklich sehr viel Sonne ist und es sehr hell draußen ist und man sich auch sehr viel draußen aufhält, die Solarvariante eine bessere Akkulaufzeit erzielen wird, weil einfach der Solarring Energie einspeist und somit die Akkulaufzeit verlängert. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest und wenn du auch zukünftig keine Videos von mir verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dazu sage ich herzlichen Dank und schon geht's wieder weiter. Die Tactics 8 unterscheidet sich von der Phoenix 8 durch die taktischen Funktionen. Welche das sind, das möchte ich euch jetzt im Anschluss in einem kurzen Überblick zeigen. Da gibt es zum einen mal den Nachtsichtmodus. Dabei wird die Displayhelligkeit angepasst. Bei der AMOLED-Version wird der Bildschirm zusätzlich grün. Es wird nur die Grundzeit und das Datum angezeigt. Das Anzeige-Timeout ändert sich auch standardmäßig auf 4 Sekunden. Darüber hinaus ist im Nachtsichtmodus der Herzfrequenzsensor ausgeschaltet. Mit dieser Einstellung entsteht somit kein Blendeffekt und das Display ist auch mit Nachtsichtoptiken verwendbar. Außerdem ändert sich die Taschenlampe vom weißen Licht in grünes Licht. Im Tarnmodus werden sowohl die Routenaufzeichnungen als auch alle drahtlosen Kommunikationsfunktionen der Uhr deaktiviert. Aktivitäten können weiterhin gestartet werden, um Zeit, Tempo, Höhe und Distanz zu überwachen, jedoch wird die Standortinformation nicht gespeichert. Das ist natürlich besonders sinnvoll in gesicherten Bereichen, wo keine drahtlose Kommunikation erlaubt ist. Die Wegpunktprojektion bei Garmin ermöglicht es, einen neuen Zielpunkt zu setzen, indem man eine Richtung, in dem Fall die Peilung in Grad, und eine Entfernung von der aktuellen Position angibt. Weiß man zum Beispiel, dass ein Ziel 5 Kilometer nordöstlich, also 45 Grad liegt, kann man diesen Wert eingeben und die Uhr stellt einen neuen Zielpunkt, zu dem man dann navigieren kann. Das ist wiederum hilfreich, wenn man eine grobe Orientierung hat, aber keine genauen GPS-Koordinaten. Eine neue Aktivität findet man ebenfalls auf der Tactics 8, und zwar Rucking. Dabei handelt es sich um Gehen oder Laufen mit zusätzlichem Gewicht, meistens mit einem Rucksack oder einer Gewichtsweste. Startet man dieses, so kann man das zusätzliche Gewicht eingeben, wodurch die Uhr die Belastung auf den Körper besser berechnen kann. Mit der Direct-to-Navigation der Garmin Tactics 8 kann man direkt zu einem bestimmten Punkt aus der Flugdatenbank navigieren, besonders nützlich für Piloten oder Rettungseinsätze. Hier wählt man ein Ziel aus und die Uhr zeigt den direkten Luftlinienkurs dorthin an. Auf der Uhr kann man auch zu verschiedenen Flughäfen wichtige Informationen abrufen, darunter Funkfrequenzen zu Tower, Wetter, Boden, Start- und Landebahnen mit Längen und Ausrichtungen, Windverhältnisse, Höhe über den Meerspiegel sowie die Entfernung zum aktuellen Standort. Aber auch Echtzeit-Wetterdaten für Flughäfen werden angezeigt. Auf die Uhr bekommt man aktuelle Wetterdaten mit Infos zu Wind, Temperatur, Luftdruck, Sichtweite oder ob Sichtflug möglich ist. Zusätzlich gibt es eine Wettervorhersage für die nächsten Stunden mit Windprognosen, Wolkenbedeckung und Sichtverhältnissen. Die Applied Ballistics Funktion unterstützt präzises Schießen auf große Distanzen, indem sie ballistische Daten des Gewehrs, die Geschossgröße und Umweltfaktoren wie Wind, Temperatur und Entfernung berücksichtigt. Durch die Eingabe relevanter Werte liefert sie exakte Schusslösungen für optimale Trefferwahrscheinlichkeit. Wie eingangs erwähnt, bietet die normale Version der Tactics 8 die Basisausführung des Ballistikrechners.
während die Tactix 8 Solar Elite die erweiterte Version mit zusätzlichen Funktionen bietet. Wenn man den Notausschalter verwendet, lässt sich die Uhr rasch zurücksetzen. Dabei werden sämtliche gespeicherte Daten gelöscht und die Werkseinstellung wiederhergestellt. Diese Möglichkeit kann praktisch sein, wenn man in einer Position arbeitet, in der die auf der Uhr gespeicherten Informationen als sensibel betrachtet werden. Die Jumpmaster-Funktion ist für erfahrene Fallschirmspringer und liefert wichtige Daten zu Fallgeschwindigkeit, Höhe und Windverhältnissen. Sie unterstützt 3 Sprungarten. Bei der ersten öffnet sich der Fallschirm in großer Höhe, bei der zweiten öffnet er sich in niedriger Höhe und bei der dritten, Aufziehleine genannt, öffnet sich der Fallschirm in einer Mindesthöhe von 1000 Fuß. Die Tactix 8 ist nicht nur, so wie der Name vermuten lässt, eine taktische Uhr, sie bietet auch alle Funktionen der Phoenix 8. Mit über 80 verschiedenen Sportprofilen ermöglicht sie das präzise Tracken nahezu jeder denklichen Aktivität. Zusätzlich liefert sie eine detaillierte Trainingsanalyse, die dabei hilft, das eigene Training besser zu verstehen und zu optimieren. Dazu gehören die Trainingsbelastung und die Erholung, die anzeigen, wie intensiv das Training war und wie lange die empfohlene Erholungszeit sein soll, um einfach Übertraining zu vermeiden und die Leistungsfähigkeit langfristig zu steigern. Auch Trainingszustand und Trainingsbereitschaft werden ermittelt. Während der eine analysiert, ob die aktuelle Einheit produktiv ist, hilft der andere, den besten Zeitpunkt für die nächste intensive Einheit zu bestimmen. Dabei werden Faktoren wie Schlafqualität, Erholung, Stresslevel und Herzfrequenzvariabilität berücksichtigt. Der V2 Max wird natürlich ebenfalls ermittelt, man bekommt tägliche Trainingsvorschläge, jetzt auch inklusive Krafteinheiten. Es gibt Wettkampfvorhersagen für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Das Ganze ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Würde ich jetzt wirklich jede Funktion erklären, würde das den Rahmen des Videos sprengen. Die Tactix 8 erfasst natürlich eine Vielzahl von Gesundheitsdaten, darunter die Herzfrequenz, die Blutsauerstoffsättigung, den Kalorienverbrauch, die Schritte etc. Wichtig ist natürlich auch der Stresslevel und die Bodybatterie, die anzeigen, wie gut der Körper mit Belastung umgeht. Schlafanalyse mit Schlafcoach und Nickerchenerkennung gibt es natürlich auch. Auch hier analysiert die Uhr den Schlaf und gibt individuelle Empfehlungen zur Verbesserung. Die Tactix 8 hat natürlich aber auch alle Neuerungen, die mit der Phoenix 8 gekommen sind, übernommen. Am Gehäuse findet man nun einen Sensorschutz aus Metall, der das Barometer und das Mikrofon vor äußeren Einflüssen schützt. Was ebenfalls neu ist, sind die induktiven Tasten, die nun wasserdicht sind. Das führt uns direkt zur nächsten Neuerung. Die Garmin Tactix 8 ist nun offiziell für Tauchgänge bis zu 40 Meter zertifiziert. Damit unterstützt sie sowohl Sporttauchen, also mit Singlegas, als auch Apnoe-Tauchen, sodass sie nicht nur für Outdoor-Abenteuer an Land, sondern auch unter Wasser bestens geeignet ist. Zwar ist die Uhr insgesamt bis 100 Meter wasserdicht, doch die speziell entwickelte Tauchfunktion ist auf eine maximale Tiefe von 40 Meter ausgelegt. Auch die Benutzeroberfläche der Uhr wurde überarbeitet und wirkt jetzt modern und noch intuitiver. Besonders praktisch sind auch die Anpassungsmöglichkeiten, zum Beispiel im Aktivitätsstartmenü. Hier lassen sich Favoriten ganz oben anheften, sodass man noch schneller auf die wichtigsten Aktivitäten zugreifen kann. Ebenfalls neu ist, dass Mikrofon und Lautsprecher in die Tactix 8 integriert wurden. Das bedeutet, dass man Anrufe direkt über die Uhr annehmen und führen kann, selbst wenn man das Smartphone im Rucksack verstaut hat. Hallo Leute, und so hört sich das Ganze an, wenn man über die Tactix 8 direkt telefoniert. Zusätzlich unterstützt die Uhr Offline-Sprachbefehle, sodass man einfache Aktionen wie das Stellen eines Timers auch ohne Internet per Sprache steuern kann. Stelle einen Timer für 10 Minuten. Außerdem hat man Zugriff auf den Sprachassistenten des gekoppelten Smartphones, egal ob Google Assistent, Siri oder Bixby. Wie wird das Wetter morgen? Morgen wird es in Neunkirchen bewölkt, bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. Danke. Ich persönlich muss aber zugeben, dass ich diese smarten Funktionen kaum bis gar nicht verwende. Ich habe zwar am Anfang etwas damit herumgespielt, aber mittlerweile verwende ich sie eigentlich nie. Auch das dynamische Roundtrip-Routing kann man auf der Tactix 8 nutzen. Man startet die Funktion wie gewohnt, das heißt man wählt eine Distanz, sucht sich eine Strecke aus und läuft los. Verlässt man die ursprüngliche Route, passt die Uhr die Strecke automatisch an, um nach der gewohnten Zieldistanz wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Als nächstes zeige ich euch meine Ergebnisse zur Puls- und GPS-Messung. Anfangen werden wir mit der Pulsmessung. Der Lauf hier war ein konstanter Straßenlauf, bei dem der Puls kontinuierlich gestiegen ist. Anfangs hatte ich ein paar Probleme mit dem Brustgurt, weil ich ihn nicht befeuchtet hatte. Als die Messung dann gepasst hat, war der Unterschied zwischen der Tactix 8 und dem Brustgurt wirklich nur minimal. Die beiden Kurven verlaufen fast identisch. Der Knick hier war eine kurze Unterbrechung, bei der ich die Uhr kurz pausiert hatte.
Der zweite Lauf ist ein leichter Traillauf und hier muss ich sagen, hat die Tactix 8 wirklich eine starke Leistung gezeigt. Die Pulswerte verlaufen fast identisch zum Brustgurt, nur eine leichte Verzögerung ist natürlich erkennbar und mit nur 0,5 Schlägen Unterschied beim Durchschnittspuls ist das wirklich eine ausgezeichnete Performance der Uhr. Natürlich ist auch immer wichtig, wie die Performance bei Intervallläufen ist. Hier habe ich 10 mal 200 Meter gemacht und hier zeigt auch die Uhr wieder eine solide Leistung. Die Linie ist durchgehend nahe am Brustgurt. Bei den Intervallen selbst sieht man leichte Verzögerungen bei den Spitzen, was bei der optischen Pulsmessung aber oft der Fall ist. Insgesamt sind die Unterschiede minimal. Der durchschnittliche Pulsunterschied liegt auch hier nur bei 0,43 Schlägen. Die Pulsmessung beim Krafttraining ist meist mittelmäßig bis gut. Hier sieht man ein Beispiel, bei der die Messung eher mittelmäßig war, während sie bei einem anderen Test etwas besser abgeschnitten hat. Perfekt ist sie jedoch nie. Wenn man die Uhr beim Krafttraining nutzt, erhält man in der Regel Ergebnisse, die irgendwo zwischen mittelmäßig und gut liegen, aber nie sehr schlecht oder außergewöhnlich gut. Die Tactix 8 hat in allen Modellen einen Multiband-Chip verbaut, aktuell der Goldstandard in der GPS-Messung. Dieser sorgt für die höchste Präzision und Garmin hat in den letzten Modellen immer wieder bewiesen, dass sie in Sachen GPS-Leistung wirklich ganz vorne mitspielen. Die Tactix 8 macht hier auch keine Ausnahme. Hier sind beide Varianten im Test, die AMOLED und die Solar-Version. Was direkt auffällt, ist, dass beide wirklich herausragende Messergebnisse liefern. Die Position wird extrem genau dargestellt, teilweise sogar so präzise, dass man erkennt, auf welcher Straßenseite man gelaufen ist. Natürlich gibt es hier und da minimale Abweichungen, aber insgesamt ist die Leistung auf absolutem Top-Niveau. Ich nutze auf Garmin-Uhren wenn möglich immer SAT-EQ. Dabei entscheidet die Uhr selbst, ob sie den Multiband-Modus aktiviert oder nicht. Auf freiem Feld ist das meist nicht nötig, da der Empfang hier ohnehin gut ist. Im Wald oder zwischen hohen Gebäuden hingegen macht der Multiband-Modus Sinn, um Störungen auszugleichen. Da ich keine Hochhäuser in meiner Umgebung habe, nutze ich den Wald, um das GPS an seine Grenzen zu bringen. Und wie man sieht, liefert die Tactix 8 auch hier eine beeindruckende Genauigkeit. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist minimal. Wer sich für die Tactix 8 entscheidet, das Ganze gilt aber auch für die Phoenix 8, bekommt wahrscheinlich die aktuell beste GPS-Messung am Markt, zumindest neben Suunto. Die Tactix 8 ist aktuell wahrscheinlich die funktionsreichste Sportuhr, die es bei Garmin gibt. Sie bietet alle Top-Features der Phoenix 8 und zusätzlich eine Vielzahl taktischer Funktionen für Militär, Piloten oder Autoabenteurer. Aber auch für normale Nutzer könnte die Uhr interessant sein, denn hier bekommt man eine wirklich hochwertige Uhr, die alles bietet, was man sich nur vorstellen kann. Vorausgesetzt natürlich, man hat das nötige Kleingeld. Und hier kommen wir auch zum größten Manko der Uhr, dem Preis. Denn mit 1399 bis 1699 zahlt man gegenüber der Phoenix 8 dann doch einen ganz schönen Aufpreis. Vor allem, da sie technisch ident sind. Wer also die taktischen Funktionen nicht benötigt, bekommt mit der Phoenix 8 die gleiche Leistung nur günstiger. Aber wie gesagt, wer eine große Geldbörse hat und die ultimative Abenteuer-Sportuhr sucht, der bekommt mit der Tactix 8 genau das. Wie immer interessiert mich natürlich eure Meinung. Was sagt ihr? Tactix 8 oder Phoenix 8? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin am Ende meines Videos angekommen. Wie immer sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.